Immer wieder haben wir ja hierzulande Streit über die Unterbringung von Flüchtlingen. Ein ganz aktuelles Beispiel ist ein Hotel in Berlin-Lichtenberg. Das soll nämlich umgebaut werden und zur Großunterkunft für Flüchtlinge werden. 1200 Menschen sollen dort irgendwann mal einziehen. So plant es zumindest der Senat. Doch der Bezirk und auch die Anwohner sind alles andere als begeistert. Noch schlafen hier Hotelgäste. Schon kommendes Jahr aber sollen bis zu 1200 Flüchtlinge in die Türme einziehen. Der Hotelkomplex in Berlin-Lichtenberg, so sehen die Zimmer laut Website aktuell aus, soll dafür umgebaut werden. Die Meinungen der Anwohner zur künftigen Großunterkunft zwischen Verständnis und Wut. Ich finde es scheiße, dass wir davon nicht informiert werden. Das wird aus der Zeitung erfahren. Und 1200 in dieser Ecke, hier ist nichts. Weil wir rennen jahrelang nach einer Wohnung und die kriegen das einfach zugeteilt und können dann da drinnen sitzen. Nee, ist Mist. Grundsätzlich finde ich, ist das in Ordnung sozusagen. Ja? Also wenn dann sowieso das Hotel nicht andersweitig jetzt genutzt wird vielleicht. Der Umbau des Hotels und der Betrieb der Unterkunft sollen in 10 Jahren mehr als 140 Millionen Euro kosten. Die Notunterkünfte in Berlin sind längst überfüllt. Die Hauptstadt sucht nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten. Jetzt ist die Wahl unter anderem auf das Hotel in Lichtenberg gefallen. Der Bezirk fühlt sich vom Senat alleine gelassen. Es fehle nötige Infrastruktur. Man sei jetzt schon am Limit. Das Problem, was wir damit haben, ist, dass wir überhaupt nicht wissen, wann, wer, wie kommt, um uns darauf vorzubereiten, diese Infrastruktur bereitzustellen. Und wir haben jetzt schon Defizite. Wir wissen, dass wir ein Schulplatzdefizit haben. Das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten verteidigt die Entscheidung. Auf solche Großunterkünfte zu verzichten, sei angesichts der großen Zahl der ankommenden Flüchtlinge nicht realistisch. Das kann man mit diesen kleinteiligen Vorhaben, dass man hier mal 3 Wohnungen und da mal 7 Wohnungen zur Verfügung stellt, in überhaupt keiner Form abbilden. Ja, wir brauchen bei 9000 Menschen in Notunterkünften auch große Unterkünfte, um der Lage Herr zu werden. Die Sozialverwaltung verspricht, es soll auch Tages- und Freizeitangebote in der Anlage geben, auch für die Nachbarschaft. Das alleine wird die Anwohner aber wohl nicht zufriedenstellen.